Kommt jetzt der Steuerschock für Rentner? Was plant Finanzminister Lindner schon wieder? Was hat es mit der steuerlichen Entlastung der Bürger auf sich? Unfassbar, was da auf uns zukommt. Und ist es eine Sensation oder wieder eine Verarsche? Mein Name ist Jutta Martin, ich bin Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. Sichert euch auch unter diesem Video den kostenlosen Report zur Vorbereitung der Steuererklärung und eine Checkliste, natürlich ebenfalls gratis, speziell für Rentner. Finanzminister Christian Lindner verkündet kühn: mehr Geld für Millionen Steuerzahler ab 2023. Belastungsschocks für Bürger und Unternehmen sollen größtmöglich eingedämmt werden. Lindner will auch Rentner stärker entlasten, als ursprünglich nach dem Inflationsausgleichsgesetz vorgesehen war. Wenn der Regelsatz im Bürgergeld ab 2023 steigt, dann muss auch der Grundfreibetrag bei der Lohnsteuer steigen. Der Minister möchte Fairness zwischen Menschen, die Sozialleistungen beziehen, und diejenigen, die als Steuerzahler arbeiten. Er hat sich erneut für eine automatische Anpassung der Einkommensteuer an die Inflationsrate ausgesprochen. Lindner sagte, also ich zitiere: Wenn Sozialleistungen wie der Regelsatz bei der Grundsicherung automatisch an die Inflation angepasst werden, dann müssen auch die arbeitenden Menschen einen automatischen Ausgleich bekommen. Wir brauchen einen Tarif auf Rädern. Zitat Ende. Der Grundfreibetrag soll für 2023 auf 10.908 € angehoben werden. Damit sollen auch steuerpflichtige Rentner stärker entlastet werden. Es könnte dann sogar sein, dass einige Rentner wieder aus der Steuerpflicht rausfallen. Durch die Inflation nimmt der Staat mehr Steuergelder ein. Lindner möchte von diesen Mehreinnahmen wieder etwas an die Bürger zurückgeben. Deshalb will er einige Freibeträge anheben. Geplant sind die Anhebung des Grundfreibetrags auf 10.908 €, des Kinderfreibetrags auf 6.024 € und des Sparerpauschbetrages von 801 auf 1.000 €. Das ist der Plan zur Steuersenkung, der natürlich noch durch den Bundestag muss. Für eine große Steuerentlastung gibt es leider keine Mehrheit im Bundestag. Eine hohe Inflation führt zur sogenannten kalten Progression. Das bedeutet, dass trotz sinkender Kaufkraft die gleichen Steuern weitergezahlt werden müssen. Die relative Steuerbelastung der Bürger steigt also. Man kann sich das auch als schleichende Steuererhöhung bezeichnen, weil Gehaltserhöhungen durch die Inflation aufgefressen werden. Die Abfederung dieses Effekts hat Lindner in seinem Plan bedacht. Aktuell ist es so, dass der Einkommensteuertarif alle 2 Jahre an die Inflation angepasst wird. Lindner möchte eine automatische Anpassung an die Inflationsrate. Fakt ist, dass die Teuerungsraten am stärksten Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen treffen. Eine gerechte und zielgerichtete Entlastung mit automatischem Inflationsausgleich kann so aber nicht garantiert werden. Spitzenverdiener werden dann wieder die Gewinner. Als Sensation kann man das also nicht bezeichnen. Kennt ihr schon die 12 wichtigen Änderungen für den Monat November 2022? Schaut gleich mal rein.